Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen. Ich stelle euch heute wieder einen 350 Kubik Maxi-Scooter vor, diesmal den Sontes 350e. Ich habe ja schon einige euch gezeigt, unter anderem natürlich Neo, den BMW C400 GT. Ich habe den Honda Forza schon getestet, hatte selber einen X-Max 300. Jetzt neu dazugekommen ist auch noch der Vogue SR 350, baugleich mit dem BMW. Also wir haben eine ganze Menge Angebote, auch von Sim, Kymco. 350 Kubik scheint also eine sehr beliebte Kategorie zu sein. Man kann damit alles machen, ist nicht zu schwer. Man kann in der Stadt fahren, Landstraße, kann damit verreisen. Also diese Maxi-Scooter sind extrem praktisch. Und heute stelle ich euch dann mal den Sontes 350e vor mit allen technischen Details, auch mit Ausstattung. Und da gibt es eine ganze Menge zu berichten. Bevor ich jetzt gleich zu den vielen Ausstattungsmerkmalen komme, vielleicht erstmal die technischen Daten. Der Sontes 350e hat einen Einzylindermotor mit 349 Kubik, Viertakt natürlich, 4 Ventile, wassergekühlt und hat eine Leistung von knapp 37 PS und 38 Newtonmeter, was in dieser Klasse eine ganze Menge ist. Ich werde nachher noch mal einen genauen Vergleich zu anderen Modellen machen, die es auf dem Markt gibt, und das wird dann relativ interessant werden. So, ich fange mit dem Rundgang mal vorne an. Also die Form finde ich schon mal sehr gelungen. Hier vorne haben wir natürlich ein Tagfahrlicht. Wir haben 3 LED-Lampen. 2 davon sind fürs Tagfahrlicht bzw. Abblendlicht, einmal Fernlicht. Also das sieht schon mal ziemlich cool aus vorne, die Front. Vorne haben wir eine Scheibenbremse, und zwar von J-Juan. Das ist ein Ableger von Brembo. Reifengröße vorne 120/70/15. Also vorne 15 Zoll, hinten haben wir einen 14 Zoll. Dann eine konventionelle Telegabel natürlich, Leichtmetallfelgen. Zu den Armaturen komme ich dann gleich noch, da wird es ein bisschen umfangreicher. Hier in der Mitte befindet sich der Tank und die Tankklappe. Der Sontes hat einen 16-Liter-Tank. Das ist einmalig in der Klasse, also hat natürlich dadurch eine enorme Reichweite. Trittbretter auch sehr schön gemacht. Hier kann man die Füße wieder wie bei vielen Maxi-Scootern nach vorne ausstrecken. Hier hinten dann die Beifahrerfußrasten, oben schön gummiert. Ja, und hier haben wir dann das Herzstück, den 350 Kubik Motor von Sontes. Sieht sehr schick aus, finde ich. Gerade dieser schwarz lackierte Seitendeckel, der macht was her. Auspuff ist auch sehr gut, komplett verkleidet mit Kunststoff hier, damit man sich nicht verbrennt. Sieht doch ganz schick aus. Hinten haben wir normale doppelte Federbeine, natürlich in der Vorspannung verstellbar. Hinten auch Scheibenbremse. Das Hinterrad hat die Dimensionen von 140/70/14, also vorne 15, hinten 14 Zoll. So, hier an der Seite haben wir dann schöne Haltegriffe für den Sozius mit einer Besonderheit. Oh, ja, die sind unten gummiert. Greift sich noch ein bisschen besser, also unten Gummi drunter. Sehr robust auch das Ganze. Dann haben wir diese sehr schönen Heckleuchten, die so ein bisschen fein gezeichnet sind und auch noch ums Fahrzeug rumlaufen zur Seite. Also gut für die Sichtbarkeit. Also das finde ich vom Design her sehr schön. Sieht sehr elegant aus. Und schön großflächig, sodass man es auch gut sieht. Ich mache mal den Blinker an. Warnblinker, so. Auch sehr schön. Zeige ich euch nachher noch mal im Dunkeln. Aber die sind sehr gut sichtbar. Schönes Lauflicht. Angepasst an die Rückleuchten. Also das hat Sontes wirklich gut gemacht, hier die Beleuchtung. Also das nenne ich mal ein tolles Lichtbild. Schön gezeichnet, diese langen Lichter. Auch von der Seite super sichtbar. Und dann vorne haben wir hier das LED-Tagfahrlicht. Hier haben wir also diese 4 einzelnen Lampen vorne mit dem Tagfahrlicht. So, und hinten seht ihr dann dieses wunderschöne Lauflicht, der Blinker. Auch die gehen dann komplett zur Seite rum, sodass man es auch von der Seite gut sieht. Hier das Bremslicht. So, ich gehe nochmal von der Seite hier rum. Vorne die Felgen sehr schön, sehr filigran, also auch vom Gewicht wurde da wieder ein bisschen was eingespart. ABS natürlich. Dann hat der Sontes natürlich einen Seitenständer und einen Hauptständer. Hier hinten haben wir den Antriebsstrang, klassisch wie bei vielen Rollern.
CVT-Getriebe mit Riemenantrieb. So, dann hier die große Sitzbank. Die ist wirklich sehr geräumig für Fahrer wie auch Beifahrer. Wir haben hinten hier eine schöne Lendenwirbelstütze wieder für den Fahrer. Und die Sitzbank ist schön weich. Also nicht zu weich, fühlt sich so ein bisschen an beinahe wie Gel. Vorne und hinten. Also ich glaube, dass der sich sehr bequem fährt. Und natürlich riesig Platz. Also hier hinten die Fläche für den Sozius. Da sitzt man wahrscheinlich richtig bequem. Ja, und hier unten dann, wie gesagt, ist der Tank. Lässt sich hier öffnen, der Tankdeckel. Hier komme ich dann an den Tank ran. Und das ist wirklich super. 16 Liter Tank bei 3,5 angegebenem Verbrauch. Macht dann eine Reichweite von etwa 450 Kilometern. Und das ist natürlich Wahnsinn. Ja, was gäbe es noch an technischen Daten? Sitzhöhe ist 770 mm. Der Radstand 1565 mm. Also ein sehr langer Radstand, was wahrscheinlich dann auch fürs Fahrverhalten sehr positiv ist. Ja, also optisch, wenn man den so dastehen sieht, jetzt auch in Silber, finde ich sehr schick. Gibt es auch noch in matt schwarz mit so goldfarbenen Felgen. Sieht auch sehr schön aus. Ich mache mal mit den Schaltern und Bedienelementen weiter. Linke Seite relativ viel an Schaltern, wie man sieht, aber gut angeordnet. Wir haben einen sehr schönen Lenker hier, finde ich, aus Metall. Also nicht diese kunststoffabgedeckten, sondern hier ein Metalllenker, ähnlich wie beim T-Max. Auch das hier oben aus Metall, hier hinten dann aus Kunststoff. Schöner Behälter für die Bremsflüssigkeit. Auch die Spiegel hier, wunderschön gestaltet. Ja, die sind so ein bisschen geschwungen. Also da tolles Design. Wir haben vorne Handschützer, damit wir von vorne gegen den Wind geschützt sind. Hier vorne Lichthupe. Dann der Fernlichtschalter, wir haben eine Warnblinkanlage, wie ihr hört, mit einem akustischen Geräusch beim Blinken. Blinkerschalter sehr gut angebracht, kommt man gut ran. Unten dann die Hupe. Hier auf der Seite haben wir dann den Schalter für das Windschild. Das Windschild ist elektrisch verstellbar in 2 Positionen. Und hier die beiden Tasten, mit denen wir dann ins Display-Menü reinkommen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. So, hier an den Hebeln haben wir auch noch eine Besonderheit, was wenige Roller haben, nämlich eine Feststellbremse. Ganz einfach gelöst. Ich ziehe die Bremse an, kippe den kleinen Hebel rum und zack, schon kann der Roller nicht wegrollen. Gerade so bei Parken am Hang sehr wichtig, wenn man es auf den Seitenständer stellt. Kann nicht mehr wegrollen. Beim Lösen einfach die Bremse anziehen, zack, fertig. So simpel, könnte jeder machen, hat nicht mehr der teure BMW. Also das finde ich eine super Sache, toll gemacht. Eine weitere tolle Sache an den Bremshebeln ist, wir haben von Werk aus verstellbare Bremshebel. Hier seht ihr das Drehrad, also das kann ich drehen und dann je nach Bedarf kann ich mir die Weite des Griffs einstellen. Und das Ganze stufenlos über ein Drehrad. Kleine, simple Sache, aber macht viel aus. Kann ich also auf meine Verhältnisse genau anpassen und habe eine Feststellbremse. Also finde ich eine super Sache. So, jetzt zeige ich euch mal das Windschild, wie es verstellt wird. Also hier, wie gesagt, nur ein Knopfdruck. Lenker mache ich mal gerade. So, ein Knopfdruck und das Windschild fährt hoch. So, beim Hochfahren geht es also nicht nur in die Höhe, sondern es wird sozusagen auch ein bisschen steiler, das Windschild. Dadurch dann wahrscheinlich durchaus verbesserter Windschutz. Finde ich eine super Sache, reicht auch aus. Ob man da jetzt hier noch Zwischenpositionen hat, ja, kann man machen. Aber es ist schon toll, dass es überhaupt verstellbar ist. So, dann kommen wir zu den Armaturen auf der rechten Seite. Wir haben hier den Killswitch, haben hier noch einen Eco-Schalter. Das heißt, der Sontas 350e hat 2 Fahrmodi, einmal Eco, einmal Sport. Einfach an- und ausschalten. Hier ist ein interessanter Schalter. Hier kann ich nämlich Beleuchtung anschalten. Sieht man jetzt nicht, aber ich mache das mal an. So, und wenn ich jetzt diesen Schalter betätige, wunderbar zu sehen, habe ich eine Hintergrundbeleuchtung, der Schalter überall. Zeige ich euch auch noch mal in der Garage, dann sieht man es ein bisschen besser. Tolles Feature, gerade wenn man abends und nachts fährt, habe ich dann hier beleuchtete Schaltereinheiten. Das ist so eine typische Sache, macht Sontas wohl öfter. Finde ich klasse. Hier unten ist der Starter, hier ist der An-Aus-Schalter fürs Fahrzeug. Dann haben wir diese beiden Schalter, einmal den Tankdeckel, einmal den Sitz zum Öffnen. Den zeige ich euch gleich, weil da wird es dann auch nochmal interessant, was das Staufach angeht. Und was der Sontas schon ab Werk hat, ist hier unten. Der hat nämlich beheizte Griffe in 5 Stufen einstellbar. Auch hier unten einfach über diesen Knopf zu betätigen. Tolle Sache, braucht man also nicht nachrüsten. Alles schon mit drin. Ja, und hier vorne dann nochmal ein kleines Ablagefach für Schlüssel, Kreditkarte, Kleinkram. Und hinten drin nochmal ein USB-Anschluss. Falls man also ein Gerät hier oben hat, kann man von da gleich nochmal den Strom beziehen. Das sind so kleine Details, die ich aber wirklich pfiffig finde. Da haben sie wirklich an alles gedacht. Und ein Großteil des Zubehörs, halt wie auch hier die Windabweiser, verstellbare Griffe, ist alles schon mit im Preis enthalten. Also eine tolle Sache.
Ja, jetzt zeige ich euch mal kurz das Display. Ist gut ablesbar, 7 Zoll, schön groß. Dann habe ich 2 Tasten, Set und Mode, über die ich das Ganze einstellen kann. Ich gehe da mal rein. Wir sind jetzt im hellen Modus. Man sieht schon, es ist eine ganze Menge an Informationen da. Wir haben hier die Tankanzeige, die Temperatur, oben die Uhrzeit, Batteriespannung. Dann hier in der Mitte das E, da zeigt er mir den Fahrmodus an. Ich bin jetzt in Eco, jetzt bin ich in Sport. Dann natürlich Geschwindigkeit, Gesamtkilometer, Drehzahlmesser. Eine Besonderheit sieht man hier auf der linken Seite noch. Der Sondes hat auch noch ein Reifendruckkontrollsystem schon eingebaut, integriert. Sieht man hier die Barzahl, ich sehe die Temperatur vorne, hinten. Auch toll gemacht. Hier unten kann ich mir verschiedene Funktionen noch anzeigen lassen. Also in dem Moment jetzt hier Durchschnittsverbrauch 3,6 Liter. Die Reichweite 472 Kilometer, 33 Kilometer gefahren. Maintenance in 958, also der ist noch ganz neu, gerade mal 41 Kilometer runter, der Sondes. Ganz spannend ist hier diese Verbrauchsanzeige. Das zeigt jetzt, wenn er steht, den Durchschnittsverbrauch an, wenn man fährt, den aktuellen. Also auch ganz toll gemacht. Also wirklich viele Informationen hier im Display. Wenn ich jetzt über Set reingehe, dann fängt es hier an. Ich kann jetzt den Helligkeitsmod wählen. Es gibt einen Dark Mode. Ich bin jetzt in Automatik. Dann kann ich weitergehen. Hier kann ich die Helligkeit des Displays einstellen. Ist jetzt auf Automatik eingestellt. So, dann ist hier jetzt nochmal separat das TPMS. Reifendruck, Reifentemperatur. Hinten, vorne wird also alles genau angezeigt. Da gibt es dann auch Warnmeldungen, wenn der Reifendruck zu hoch oder zu niedrig ist. Hier ist dann die Traktionskontrolle. Die kann ich auch ausschalten, wenn ich das möchte. Uhrzeit kann ich einstellen. Kilometer oder Miles. Sprache lässt sich einstellen, leider nur Englisch und Chinesisch momentan. Hier kann ich dann nochmal die Fahrzeuginformationen mir abrufen, auch mit der Softwareversion, die gerade drauf ist. Dann habe ich hier verschiedene Layouts vom Display. Jetzt bin ich gerade in Race, dann kann ich das hier wechseln. Gehe ich mal in Casual rein, so sieht Casual aus. Dann gehe ich mal in den nächsten. Nächste wäre Street. Sieht dann so aus. Rechts Drehzahlmesser, links der Tacho. Hier unten dann Benzin und Temperatur. Nächster Modus ist Simple. Den finde ich an sich auch ganz schön. Da hat man dann hier einen großen Tacho, Benzin, Temperatur und hier ein Drehzahlmesser. Dann hier unten TPMS. Da wird dann angezeigt der Fahrmodus, Batteriespannung, die Reichweite 470 Kilometer. Dann kann ich über den Mode-Button ins zweite Menü hier oben gehen. Da habe ich dann den Trip, Durchschnittsgeschwindigkeit und den Durchschnittsverbrauch. Dann gehen wir mal weiter. Gibt es noch Race. So, das ist dann Race, also Tacho in der Mitte, Drehzahlmesser außenrum. Finde ich auch sehr schick. Man sieht unten ja sehr schön, wo man ist. Ich bin jetzt im Interface. Über die Mode-Taste komme ich dann in die Connection. Wenn ich da reingehe, kann ich dann hier auch mein Smartphone verbinden. Muss hier nur diesen Code scannen. Da kann ich jetzt angeben hier oben mit der Set-Taste, ob ich Android oder Apple haben möchte. Den Code scannen. Ihr braucht dafür eine App. Das ist die CarPurite-App. Ich habe das jetzt schon gemacht. Habe jetzt hier diese CarPurite-App gekoppelt und jetzt seht ihr hier, habe ich mein Navi da oben drin. Und das ist wirklich ganz praktisch. Ja, ich kann dann hier ganz normal Routenführung eingeben. Dann kann ich hierüber auch meine Musik spielen, erlauben. Und ich kann ein Mirror Screening machen. Das heißt, ich kann den Bildschirm, so wie er ist, mir auf das Display geben lassen. Das ist natürlich toll, wenn ich jetzt sage, ich mache mal starten. Dann zählt dann Countdown runter. So, jetzt ist die Bildschirmübertragung da. Jetzt seht ihr, hier ist der Bildschirm. Jetzt gehe ich mal in Google Maps rein. Muss natürlich quer drehen. Und dann habe ich mein Smartphone gespiegelt hier oben drin. Das heißt, ich brauche es gar nicht mehr irgendwo ranmachen. Ich nehme es so, wie es ist, packe es ins Handschuhfach rein, muss natürlich den Strom idealerweise laden, weil das Display muss an sein. Wenn ich hier ausmache, dann geht auch das dort aus. Man sieht also wunderbar, es geht automatisch mit. Wenn ich im Hochformat bin, sehe ich es im Hochformat, ist natürlich dann zu klein. Aber im Querformat ist es schön sichtbar. Jetzt kann man sagen, genau die gleiche Fläche wie mein Smartphone, bloß dass ich es nicht mehr hier außen dran haben muss, ich sehe es da oben. Die anderen Anzeigen sind natürlich dann kleiner, ich habe die Geschwindigkeit und die Drehzahl aber noch da, die Tankanzeige und natürlich auch die Temperatur. Tolle Sache, sehr praktisch. Jetzt kann ich das Smartphone also ins Handschuhfach packen, mache den Stromanschluss ran. Ich habe im Handschuhfach auch nochmal ein USB, zeige ich euch gleich. Und dann ist mein Smartphone geschützt im Handschuhfach und ich habe mein Navi hier oben drauf. Also Display gut, schön ablesbar, gute Größe, schön groß, zentral in der Mitte mit allen Funktionen, die man so braucht. So, das war es jetzt zu den Lenkerarmaturen und zum Display. Jetzt kommen wir zu einer weiteren interessanten Sache. Der Sondes hat hier vorne 2 Handschuhfächer. Beide sind verschlossen, wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist. Auf der linken Seite haben wir hier hinten
Schön abgedeckt. USB. Und zwar gleich einen doppelten, einen USB-C und einen Standard-USB-Anschluss. Das links daneben ist der Service-Stecker. Also das finde ich super. 2 Anschlüsse plus dem einen, den wir ja oben noch am Display haben. Wir haben 3 USB-Anschlüsse, das ist Wahnsinn. Schön groß und damit ihr mal seht, was da reinpasst, weil das finde ich wirklich erstaunlich. Ich habe nämlich links mal so ein bisschen was reingepackt. So heißt der Handschuhfach, also sollten auch Handschuhe reinpassen. So, Handschuhe. Dann habe ich eine Flasche zu trinken drin. Dann habe ich hier noch Putzmittel drin. Dann ist noch ein Lappen drin. Dann ist noch eine Flasche Getränk drin. Und nochmal mein Putzmittel fürs Visier. Also ihr seht schon, das alles war jetzt in meinem Handschuhfach drin. Das Handschuhfach links wie auch rechts hat ein Volumen von 1,5 Litern und ist belastbar bis 1,5 Kilo. Steht hier nochmal drauf. 1,5 Kilo. Und ich habe es getestet, es passt wirklich in jede Seite eine 1,5 Liter Flasche Wasser rein. So, und das ist definitiv das größte Handschuhfach, was ich bisher bei einem Roller gesehen habe. Sind dann also rechts und links zusammen 3 Liter Volumen. Da kriegt ihr also wirklich viel rein. Von Getränken, Smartphone, Geräte, die geladen werden müssen. Ja, eventuell Putzmittel noch oder mal ein Erste-Hilfe-Package. Passt alles hier vorne rein. Und das finde ich eine super Sache, weil Stauraum bei einem Roller ist natürlich eine sehr praktische und wichtige Sache. Jetzt komme ich zum nächsten interessanten Ausstattungsmerkmal, nämlich was ist unter der Sitzbank. Und das ist jetzt das Helmfach und das ist wirklich riesig. Das Helmfach ist schön weit geöffnet. Hier vorne über einen kleinen Gasdruckdämpfer bleibt es oben. Hat viel Platz drin, soll angeblich so ein Volumen um die 50 Liter haben. In der Mitte hier ist so ein kleiner Abteiler, den kann man auch rausnehmen. Ansonsten aber ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwelches Kleinzeug hier noch reinpacken will in die Mitte. Ansonsten hat man hier auch noch eine Fläche, wo man was ablegen kann. Dann eine sehr schöne Sache, was bei vielen auch nicht selbstverständlich ist. Hier das Ganze ist innen verkleidet. Ja, da ist so ein Stoffmaterial innen drin und alles ist verkleidet, sodass also wenn da ein Helm drin ist oder irgendwelche empfindlichen Sachen, das nicht immer am Plastik gleich ist und klappert, sondern das Ganze ist innen drin schön verkleidet. Auch eine einmalige Sache, finde ich absolut super, toll gemacht. Wir haben natürlich auch eine Beleuchtung, hier sieht man es, eine LED-Beleuchtung. Hier oben ist noch das Werkzeug. Kleines Bordwerkzeug noch mit dabei. Jetzt schauen wir mal, was da reinpasst. Wäre natürlich super, wenn da auch Helme reinpassen würden, nämlich Integralhelme. So, jetzt muss ich mal gucken, wie der reinkommt. Ich nehme mal einen Integralhelm, pack den hier rein. Ich habe heute extra 2 mitgebracht, weil ich wollte es natürlich mal testen. So, und das hinten, na gut, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen. Hier kommt mein großer rein. So, und jetzt ist die große Frage, geht's zu? Zack, wunderbar. Ist zu, hält. Ich kriege also komplett 2 Integralhelme rein. Habe jetzt hier einen Shoei und meinen großen HJC. Je nachdem, wie groß die Helmgröße ist. Es kann natürlich sein, wenn ihr jetzt einen sehr großen Helm habt, einen XL oder so, dass der hier vorne nicht mehr reinpasst. Aber das hier ist ein M, passt ohne Probleme vorne rein. Ein Jethelm passt auf jeden Fall. Aber in meinem Beispiel hier kriegt man auch 2 Integralhelme rein. Ja, und hier in der Mitte habe ich jetzt natürlich noch viel Platz, auch hier an der Seite noch. Also ich kann hier dann ganz locker meine Handschuhe noch reinpacken, vielleicht noch was zum Trinken reinpacken. Also extrem geräumig. Und so stelle ich mir ein Helmfach vor. Also ich bin ja vom BMW was anderes gewöhnt. Mit dem Flexcase, hier kann man wirklich während der Fahrt alles Mögliche reinpacken. Ein riesen Staufach, knapp 50 Liter. So muss ein Helmfach aussehen. Ja, das war jetzt so die technische Vorstellung des Sonnters. Also super Leistung. 37 PS und 38 Newtonmeter, das ist in der Klasse definitiv Top-Leistung. Ich gehe gleich mal auf den Vergleich noch ein mit allen anderen, die es in dem Segment so gibt, um da mal so ein Gefühl zu haben, Preis-Leistung. Ansonsten Ausstattung top, also angefangen Voll-LED. Gut, das ist jetzt mittlerweile schon gang und gäbe. 3 USB-Anschlüsse, 1,5 Liter Stauvolumen in den Handschuhfächern, verstellbares Lenkrad, verstellbare Griffe, beleuchtete Armaturen, tolles Display mit Connectivity, elektrisch verstellbares Windschild, beheizte Griffe. Also der hat ja wirklich fast alles, was man haben möchte. 16 Liter Tank, große Reichweite natürlich, ein riesen Helmfach unten drunter. Also ich glaube, der lässt wirklich kaum Wünsche übrig. Da ist so viel an technischen Features schon eingebaut in Serie. Ich glaube, da gibt es gar kein Zubehör für das Ding, weil alles schon drin ist. So, und das Ausschlaggebende ist natürlich auch der Preis. Der Sonntag wird momentan angeboten in Deutschland für 5.490 €. Komplett mit der gesamten Ausstattung. Finde ich ein super Preis. Ich habe mir jetzt mal zum Vergleich die ganzen Vergleichspreise und Vergleichsleistungsdaten rausgesucht von den Mitbewerbern. Die blende ich euch hier drüben auch gleich mal alle mit ein. In alphabetischer Reihenfolge, angefangen mit dem BMW C400 GT, den ich ja hatte. Hat 34 PS, wiegt 214 Kilo, 33 Newtonmeter und kostet in der
Basisausstattung 8.450 €. Also da ist noch nichts dran, kein Tagfahrlicht, keine Connectivity. Wenn man das alles dazu bucht, landet man locker und easy über 10.000 €. Kostet der also genau die Hälfte. Dann haben wir den Honda ADV 350, auch ein sehr gefragtes Modell. 29 PS, 32 Newtonmeter zu einem Preis von 6.990 €. Dann natürlich den Honda Forza, auch sehr beliebt, 350 mit auch 29 PS, 32 Newtonmetern für 7.190 €. Dann natürlich noch der Kymco Exciting 400, also ein 400er sogar, mit 34 PS und 38 Newtonmetern für 6.799 €. Suzuki Bergman natürlich, der Klassiker Bergman 400, 29 PS, 35 Newtonmeter für 8.200 €, also auch ein kräftiger Preis. Dann gibt es den Sim Maxim 400 noch mit 34 PS und 40 Newtonmetern für 6.399 €. Yamaha X-Max 300, der Klassiker natürlich, 29 PS, 29 Newtonmeter, auch für 6.749 €. Und wir haben jetzt den Sontes 350e mit 36,7, also knapp 37 PS, 38 Newtonmetern für 5.490 €. Einer fehlt noch in der Liste, das wäre jetzt der Vogue, der mir noch einfallen würde. Der ist baugleich zum BMW. Kostet, glaube ich, auch so um die 6,5 in Vollausstattung mit allem drum und dran. Gleiche Technik wie BMW, also 214 Kilo und 34 PS. Ist also der Sontes definitiv in der Ausstattung ganz weit oben anzusiedeln. Also er hat Ausstattung, die muss man bei manchen schon suchen, manche haben es erst gar nicht. Da ist wirklich alles drin, Feststellbremse, diese ganzen kleinen Details, die man bei anderen leider sucht und das zum günstigsten Preis. Das heißt, er hat die höchste Leistung, 37 PS, und ist der preisgünstigste. Verarbeitung, soweit ich das jetzt sehen kann, hier beim ersten Eindruck ist gut. Das sieht alles wertig aus, das ist alles gut verarbeitet. Da ist jetzt auch das Plastik hier nicht irgendwie, dass das Spaltmaß nicht stimmt. Das ist alles sauber verarbeitet. Man muss heutzutage schon sagen, auch die Chinesen können jetzt mittlerweile Motorräder und Roller bauen. Sonst ist ja schon eine Weile am Markt, auch gerade mit Motorrädern sehr stark. So, jetzt wird es ein bisschen windig hier. Heute ist Sturm angesagt. Hinten fängt auch gleich eine Veranstaltung an. Von daher mache ich für heute mal Schluss. Im nächsten Video werde ich dann natürlich auch eine Testfahrt machen und den Sonntag mal so ein bisschen auf Herz und Nieren beim Fahren prüfen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann einfach mal den Abo-Knopf klicken und ihr werdet dann informiert, wenn das nächste Video online geht. Also nächstes Video ist dann die Testfahrt mit dem Sontes 350e. Ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.